Ja, der ist süß. Früchte-Cocktail, aber man sprüht. So, geil. Willkommen zurück, Freunde. Dennis hier, aka Fragrance aus Hamburg. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter. Und ihr habt es gesehen. Mal wieder das Video, wie viel Sprüher soll ich benutzen? So, ich habe das schon öfters gemacht, aber ich habe natürlich auch ein bisschen mehr Videos. Die Leute wollen vielleicht nicht in meiner Playlist gucken. Es wäre aber mal angebracht, weil zum Beispiel auch für die Neuen, die jetzt das erste Mal dabei sind, schaut in meine Playlist. Ihr findet sehr viele Videos und vielleicht auch das, was ihr sucht. Also drückt die Glocke und abonniert diesen Kanal. Das würde mich natürlich freuen. So, und jetzt nochmal. Wie viel Sprüher soll ich benutzen? Oder wie viel Sprüher sind angebracht? Gleich vorweg, ich sage jetzt mal so. Ich sprühe wirklich. Natürlich, ich habe in der Vergangenheit gesagt, 3 bis 5, 5 bis 6, 5 bis 7, habe ich gesagt. Okay, ist auch in Ordnung so. Wenn ihr auf, ja, sag ich mal, Geschäftsmeeting oder bei einem Geschäftsmeeting im Büro seid, dann dürft ihr es natürlich nicht übertreiben. Auch nicht bei Vorstellungsgesprächen. Aber vielleicht könnt ihr doch ein bisschen mehr machen. Kommt darauf an, wo ihr euch vorstellt. Wenn ihr euch, ach, was weiß ich, bei der Polizei vorstellt, wäre es vielleicht nicht angebracht, 10 Sprüher raufzuknallen. So. Oder bei einem Anwalt vielleicht auch nicht, obwohl, wenn ich so die Anwältinnen rieche, ist das schon, also da ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber ja, bei der Polizei etc., was weiß ich wo, ist es nicht so angebracht. Aber gehen wir mal davon aus, normal draußen, bei Kumpels, Geburtstagen, in der Stadt, ach, was weiß ich wo. Da könnt ihr ruhig mehr sprühen. Also, ab wann, ihr kennt ja Curly Fragrance aus Holland, sie ist ja Oversprayerin, aber ab wann fängt das an? Weil ich muss schon sagen, ich benutze auch manchmal nicht nur 5 oder 6 Sprüher, sondern wirklich auch manchmal 10, 11. Ich mache das wirklich auch bei stärkeren Düften. Also nicht nur bei süßen Düften, dass man hier bei süßen Düften rumsprüht. Nein, das ist geil. Ne? Hier übrigens Cool Water Wave kann man geil benutzen. Nein, man kann es auch bei Erba Pura machen. Ja, der ist süß. Früchte-Cocktail, aber man sprüht. So, geil. Kommt übrigens gut mit. Mit Cool Water Wave. So, natürlich kannst du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da haben wir schon. So mache ich das meistens. Also wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nochmal hier hinten 2. Ich habe mal die Angewohnheit, hier nochmal nachzulegen, gleich nach den Sprühen. Und, oh geil, riecht hier richtig nice. Und ja, haut einfach rauf, wie ihr wollt, wirklich. Ihr müsst natürlich aufpassen, wenn es 28 Grad und dann was Süßes zu benutzen und dann viel raufzusprühen, könnt ihr machen. Aber süße Düfte werden noch süßer, umso wärmer das ist. So, deswegen aufpassen. Aber die Frage immer, muss ich genau, also ganz ehrlich, ihr könnt beim Wave zum Beispiel keine 2, 3 Sprüher nehmen, weil dann riecht ihr den nicht. Der ist leider geil, aber auch leider sehr, sehr schwach. Und daher nicht so angebracht 3 Sprüher nur benutzen. Da könnt ihr so 8, 10, 50 Sprüher benutzen, weil der ist ja trotzdem nach, und das ist auch so ein Ding, ne? Vergesst das nicht, der ist trotzdem, ist der nach 3, 4 Stunden schwach und weg. Egal wie viel Sprüher ihr benutzt, das ändert an den Duft ja nichts, dass er nicht mehr performt. Da könnt ihr 100 Sprüher auch machen, vielleicht dann hält er ein bisschen länger, aber im Endeffekt nicht. Also Leute, nochmal, draußen Partys etc. ruhig 1, 2, 3, 4, meinetwegen 5, 6, 7 und so weiter und so fort. Also ihr könnt ruhig Oversprayer sein, interessiert doch keinen, ist doch geil, weil dann, so werden die Düfte auch mal leer und so nehmen andere, die auch mal wahr ist. Es gibt Leute, die riechen nicht so gut oder nicht so wie wir, vielleicht ich, ne? Die nehmen Düfte nicht so wahr und dann könnt ihr ruhig mehr sprühen. Aber wie gesagt, nicht so, vielleicht nicht auf Beerdigung 20 Sprüher benutzen und wie gesagt, beim Vorstellungsgespräch kommt darauf an, wo auch nicht. Vielleicht allgemein beim Vorstellungsgespräch nicht ganz so viele Sprüher benutzen. Aber sonst, Büro natürlich auch nicht. Ihr könnt nicht mit Erba Pura 20 Sprüher dann ins Büro gehen. Es sei denn, ihr wollt dann nur noch alleine sitzen. Aber das kann natürlich auch mal sein, dass der Chef dann bei euch kommt und sagt, machst du das nochmal, gibt es eine Abmahnung. Das gibt es alles heutzutage. Ne? Also die meisten Leute, weiß nicht, die wollen nicht so
Gut, riechen wollen eher vielleicht stinken, wenn es warm ist. Das ist denen überlassen. Aber wie gesagt, darf auch kein Anschlag sein. Also hier nicht wirklich, weil Leute, es gibt Leute, die kriegen Kopfschmerz, wenn die neben euch sitzen und nur das extrem Süße, so wie das jetzt hier, also ne, das riecht jetzt hier extrem süß, das können viele ja nicht ab. Das ist auch in Ordnung. Aber ich wollte nur mal sagen, ihr könnt ruhig sonst raufhauen, weil 3 bis 5 Sprüher so der Schnitt, ach komm, vergesst es, Leute. Das ist auch Quatsch. Und ich glaube auch nicht, dass sich so viele an diese 3, 5 Dinger halten. Also komm, die meisten sprühen so und so einfach rauf und das ist gut. Punkt. Das sieht man zum Beispiel auch, wenn ich irgendwo Leute in der Parfümerie sehe, die wollen nicht, dass das jemand sieht, aber da fängt schon mit an, dass das schon 4 Sprüher sind meistens. Das geht immer ganz schnell, vielleicht so, und dann, das sind schon 5 Sprüher. Da in dem Fall, aber die werden zu Hause definitiv mehr sprühen. Und wie gesagt, wenn ihr mehrere Düfte habt, irgendwann sollen die Düfte ja auch mal leer sein. Und ich sprühe grundsätzlich, ich habe am Anfang das auch nicht immer so gemacht, aber ich sprühe jetzt schon im Schnitt immer mehr. Immer mehr, als was ich manchmal gesagt habe. Es ist einfach Fakt natürlich. Zum Beispiel im Büro sind 3 bis 5 Sprüher gut. So, ne, kommt drauf an, was für ein Duft das ist. So, und dann, das ist wirklich so bis 5 Sprüher, 4 Sprüher ist so das Beste vielleicht fürs Büro. Und deswegen sagt man das immer, weil ich ja viel im Büro bin, grundsätzlich bei mir jetzt. Aber ich könnte jetzt auch mehr raussprühen, weil, ne, interessiert in dem Fall keinen, weil vor allen Dingen selbst wenn, aber selbst als Chef und so, musst du auch darauf achten. Du kannst dich auch nicht losballern und vollballern, besser gesagt nicht losballern. Und das ist nicht so gut. Also Leute, im Endeffekt, Fazit, sprüht so viel wie ihr wollt. Ihr müsst nur mal aufpassen, wie warm das ist und wo ihr gerade seid. Aber in der Schnitt draußen, wie gesagt, so in der Freizeit, unterwegs, Geburtstage, da könnt ihr ruhig mehr auflegen. Ganz einfach. Punkt. Das ist so meine Meinung. Also Leute, dann haut rein und bis zum nächsten Mal.